Du bist 49, James. Westelt dich denn jetzt noch ein? Brandons lachen halti von den Wonden des Konferenzraums wieder, als ich mein Kündigungsschreiben über seinen Mahagonischreibtisch schob. Nach 22 Jahren Treue Dienst die sollte es so enden. Im ITDEM Spot 134 Jahrigen, der noch nie außerhalb der Firma seines Vaters gearbeitet hat. One dies Firma bist du nichts, fuhr fort und wischte sich die Tranen aus den Augen, als wär mein Karriereentscheidung der witzigste Witz der ganzen Wasch. Ich lächelt und sagt, stimmt, Brandon. Dank für alles. Sein Wort trafen mich tief, aber ich hat erwartet. Das Kündigungsschreiben lag zwischen uns, als würde es in persönlich beleidigen. Der Konferenzraum wirkte plötzlich so klein, so warm, erfüllt von 18 Monaten angestaute Spannung und unverdientem Ruhm. Ich meines ernst, James, fu Brandon fort und lente sich diesem selbstgefälligen Ausdruck, den ich so verabscheut, in seinem Ledesessel Zurich. Derjenige, der immer dann auftaucht, wenn schwach oder ein Chance witterte. Wer sonst wird jemanden im IT ihren begrenzten technischen Kenntnissen einstellen. Wir haben ihnen eine Chance gegeben, als die Abteilung strukturiert. Begrenzte technische Kenntnis. Dieser Satz hing in der Luft, während mir all die Prozessverbesserungen durch den Kopf gingen, die ich über die Jahre entwickelt hat. Die Effizienzsteigerungen in der Fertigung, die DEM-Unternehmen allein im letzten Quartal über $8 Millionen einsparten. Die Lieferantenbeziehungen, die ich aufgebaut hatten, die uns während der Lieferkettenkreis im Laufen hielten, als all anderen verzweifelt nach Ersatzteilen suchten. All diese Innovationen, die irgendwie Brandon in den Sitzungen im IT seinem Vater und DEM Vorstand zugeschrieben werden. Für das Expansionsprojekt in den Verbrochen wir jemanden, der modern Geschäftsansatz verstet, fügte hinzu und tippte im IT seine Montblancfüller auf meinen Brief, als dirigierte ein Orchester der Herablassung. Nicht, dass es jemals wirklich in der engeren Auswahl gewesen wären. Aber war es gewesen. Ich hat 6 Monate lang an der Expansion-Strategie gearbeitet, Nächte und Wochenenden durchgemacht, einen umfassenden Plan zu erstellen, den der Vorstand in den ersten Prüfungen gelobt hat. Mein offizielle Bewerbung für die Projektleitung war auf mysteriös Weise aus den Personalakten verschwunden. Dreimal. Die Stelle ging schließlich an Brandons Studienfreund aus Worten. Der sieht genau Wochen im Unternehmen war und den Unterschied zwischen operativer Effizienz und Showmanie nicht erkennen konnte. Ich scharzer als, was sie mir beigebracht haben, sagt ich und hielt den Blickkontakt, obwohl ich am liebsten den Raum verlassen und nie wieder zurückblicken wollte. Es fühlt sich einfach wie der richtige Zeitpunkt für ein Veränderungen. Es rennen weg, weil es kein echt Verantwortung tragen können, sagte und schob meinen Brief in sein Schreibtisch Schublade, als würde mein gesamte Karriere abheften. Nur so. Ich würde es geniusen, ihnen beim Scheitern in der realen Welt zu sehen, was nicht wusst, was keiner von ihnen wusst, war, dass ich die letzten 2 Monate nicht, weil Namen, allein an meinem Schreibtisch zu Mittag gegessen hat. Ich hat mir heimliche USDM-Gebot geschlichen und war wie Blocks durch die Innenstadt von Cleveland zum Sterling Club gelaufen. Mich jemandem zu treffen, der mein beruflich Zukunft für immer verandern sollte. Mein Name ist James Harrison Wild. Ich bin 49 Jahre alt und war bis vor 2 Wochen Betriebsleiter bei Westfield Manufacturing. Seit 22 Jahren arbeite ich im Bereich Operations und Logistik. Seit ich die Marine verlassen habe und beschloss, mein Wirtschaftsingenieurstudium in der zivilen Arbeitswelt anzuwenden. Kein MBA einer Elite-Universität in der Wand. Kein familiären Beziehungen. Die Türen öffnen. Nur ein solid Arbeitsmoral, die ich von meinem Vater gibt habe, der 35 Jahre im Fordwork gearbeitet hat, und ein Talent dafür, zu sehen, wie Dinge in der Praxis funktionieren, anstatt nur auf beeindruckend PowerPoint-Präsentationen zu achten. Ich haben der Ohio State University Wirtschaftsingenieurwesen studiert und doppelt so hart gearbeitet wie die Kollegen im IT den beeindruckenden Abschlüssen, weil ich mich jeden Tag aufs Neue beweisen muss. Ich war derjenige, der jeden Morgen 7:15 die war, so lange blieb, bis die Problem gelost waren, und sich freiwillig für die Projekt meldet,
die sonst niemand anfassen wollte. Man nannte mich zuverlässig, gründlich und pragmatisch. Ich fand Lossingen, wo andere Komplikationen und Budgetbeschränkungen sahen. Brandon Word vor 18 Monaten mein Director Vorgesetzter, als sein Vater, CEO Theodore Westfield, die Operationsabteilung strukturiert, new Ideen in traditionell Prozess einzubringen. IT 34 Jahren hat Brandon einen MBA von Wharton und ein bemerkenswertes Talent dafür, die Innovation in andere als sein eigenen strategischen Erkenntnis auszugeben. Sein Lieblingssatz in unseren wöchentlichen Teammeetings lautet: James hat hier einig gut Ansatz, aber ich konnte erkennen, was diesem Konzept fehlte, umsetzbar und skalierbar zu werden. Übersetzt heißt das: Ich habe die Arbeit gemacht, hat die Lorbeeren eingestrichen und ein paar Schlagwörter hinzugefügt, damit es anspruchsvoller klang. Der Tag meiner Kündigung begann genauso wie die 400 Tage zuvor. Ich kam 7:15 ins Büro, prüft die Produktionsberichte unsere Nachtschicht, aktualisiert die Projektzeitpläne und beantwortet E-Mails von Lieferanten zu den Lieferterminen. 11:45 sagt ich meiner Assistentin Carol, dass ich kurz ins Fitnessstudio gehen wird, und lieften die gewohnten Blocks zu meinem Treffen IT William Sterling Hoffman. Die meisten in unserer Branche kannten diesen Namen, auch wenn sie den Mann dahinter nie persönlich kennengelernt hatten. William hat Hoffman Industries 35 Jahre lang geleitet, bevor vor 3 Jahren in den Ruhestand ging. Hat zuvor angesklegen Produktionsbetrieb im gesamten Mittleren Westen zu Branchenführern gemacht. Nach seinem Rücktritt USDEM-Operativen geschafft kursierten gerügt über die Grund. Gesundheitlich Problem, familiär Krisen, Geheimregierungsaufträge oder einfach nur Erschöpfung nach jahrzehntelangen 70 Stunden Wochen. Die Wahrheit, wie ich später feststellen sollte, war einfacher und interessanter als all die Spekulationen, die in Fachpublikationen und auf Konferenzen die Rund machten. Unsere erste Begegnung war reine Zufall, eine zufälligen Begegnungen, die als Veranden, wann das man es im Moment merkt. Ich engagiert mich ehrenamtlich beim jährlichen Golfturnier der United Way anmeldetisch, weil meine Frau Linda und ich uns für unsere Gemeinden einsetzen wollten. William spielte IT via anderen pensionierten Führungskräften im Turnier, und wir kamen während einer 30-minütigen Regionpause Gespräch, als ins Clubhaus alten. Stellte Fragen zu den Herausforderungen der modernen Fertigung, die mir noch nie jemand gestellt hat. Nicht das übliche Geplauder über Produktivitätsgänseln oder Kostensenkungsziel, sondern tiefgründige Fragen zu systemischen Ineffizienzen und wie die amerikanische Fertigungsindustrie in einer globalen Wirtschaft, in der Lohnkosten niemals und zur Vorteil sein werden, wettbewerbsfähig bleiben konnte. Die meisten konzentrieren sich auf Kostensenkung, sagt während in seinem Café nippte und der Regen gegen die Fenster des Clubhauses trommelte. Aber die war Chance liegt darin, Verschwendung zu beseitigen, die noch niemand erkannt hat. Dioceses Gespräch fertig in der darauffolgenden Woche zu einem Mittagessen im Sterling Club, einem alten gesessenen Lokal in der Innenstadt, wo die Kellner jeden IT-Namen kannten und die Geschäftsabschluss genauso sorgfältig inszeniert waren wie die Weinauswahl. Dann noch ein Mittagessen. Wir Monat lang trafen wir uns jeden Dienstag und Donnerstag am selben Eckplatz und diskutierten Branchentrends, Operative Innovationen und wie das nächste Jahrzehnt für die amerikanische Fertigungsindustrie aussehen konnte. Sie sehen Ineffizienzen, die anderen entgehen, sagte mir bei unserem 5. Treffen und musste mir IT-Szenen durchdringenden blauen Augen, die Konkurrenten 3 Jahrzehnte lang eingeschüchtert hatten. Die meisten Manager führen Menschen. Sie führen System. Ich habe mich nie über Brandon oder die gegenseitige Anerkennung während dieser Treffen beschwert. Irgendwie fühlte es sich unprofessionell, als würde ich private Problem vor jemandem ausbreiten, dessen Respekt ich mir verdienen wollte. Stattdessen konzentriert ich mich auf Lossungen, Verbesserungen und Möglichkeiten. William stellte mir IT immer komplexeren Szenarien auf die Probe, die praktisches Denken statt theoretisches Wissen erforderten. Beschrieb mir ein Produktionswerk in Schwierigkeiten. Realfälle aus seiner Beratungstätigkeit, wie es später variiert, und fragte mich, wie ich die Problem angehen wird.
Manchmal lag ich goldrichtig und identifiziert Engpass und Lossungen. Die MIT seinen Verhandlungen übereinstimten. Manchmal scheitert ich wollig, überse offensichtlich Problem oder Schlaganderungen vor, die mehr Problem schufen als Lossen. Aber ich lernte immer etwas aus seinem Feedback. Der Unterschied zwischen guten und großartigen Betriebsleitern, sagte bei unserem Mittagessen, während seinen Loks MIT chirurgischer Präzisionsschnitt, liegt darin, dass gut die Problem von heute lösen. Großartig verhindern die von morgen. Was mir bei die sen ersten Mittagessen nicht bewusst war. William hat sich nicht wirklich ausdem Geschäftsleben zurückgezogen. Hat sich ausdem Tagesgeschäft zurückgezogen, den richtigen Partner für sein nächstes Projekt zu finden. Sieht über einem Jahr 40 im stillen Gespräch mit potenziellen Kandidaten. Jedoch nicht über die üblichen Kanäle oder Personalberatungen. Ich habe beobachtet, wie unterschiedlich Menschen ein Problem herangehen, erklärte bei unserem 14. Treffen. Sein Stimm klang wie die Einsmanes, der Entscheidungen in Milliarden ho getroffen und die Konsequenzen getragen hat. Die meisten halten sich an das, was sie im MBA-Studium gelernt haben. Man muss sich anpassen, was in der Praxis funktioniert. Der Sterling Club war zu unserem Stammplatz geworden, ein Ort, an dem man in ruhigem Tanzsprach und Handschlag noch etwas bedeutet. William war immer als erster da, bestellt immer derselbe Mittagessen und hat immer eine neue Herausforderung für mich parat. Ich freut mich auf dies Treffen mehr als auf alles andere in meiner Wasch, sogar mehr als auf die Wochenenden. Zwei Wochen bevor ich mein Kündigung einreichte, machte William mir das Angebot, das mein beruflich Zukunft für immer verandern sollte. Ich grund ein Unternehmensberatung, sagte und stellte sein Kafites MIT der Bedaktigen Gest 1 Manes AB, der Diocese Gespräch einstudiert hat. Operative Excellence für mittelständische Hersteller Unternehmen MIT einem Umsatz zwischen 50 und 500 Millionen $, die von größeren Konkurrenten und der Verlagerung der Produktion ins Ausland unter Druck geraten. Im Speisal des Sterling Clubs herrschte mans Herem ein Leser, von Gesprächen erfüllt Atmosphäre. Der klang ernsthafte Geschäftsgespräch bei sorgfältig zubereiteten Mahlzeiten. Ich war tief gespannt auf sein Ausführungen und spürte, dass dieser Moment bedeutsamer war als ein sehr vorherigen Gespräch. Der Vorstand hat eine erste Finanzierung von 28 Millionen $ genehmigt, fuhr fort, und ich möchte sie als Senior Partner gewinnen. Nicht als Angestellten, nicht als Berater, sondern als Partner im IT-Unternehmensanteilen und Entscheidungsbefugnis. Die Position bot ein Grundgehalt von $165,000, 3% Firmenanteil und die Chance, Unternehmen im gesamten Mittleren Westen dabei zu helfen, ihr Ablauf nachhaltig zu verbessern. Zudem war absolut Vertraulichkeit bis zur öffentlichen Bekanntgabe forderlich. Die frühestens in 6 Wochen erfolgen wird. Warum ich? Fragte ich, mein aufrichtig Neugierd überwog die Aufregung, die in mir aufstieg. Sie konnten sich Führungskraft MIT besseren Qualifikationen und prestigeträchtigeren Werdegangen aussichern. Williams Antwort sollte mich mein ganzes Berufsleben lang begleiten. Denn wenn System versagen, beschwert man sich nicht einfach über Bürokratie oder gibt anderen Abteilungen die Schuld. Man überlegt, wie man sie verbessern kann. Das ist seltener, als man denkt. Griff in sein Aktentaschen zog ein Ledemap MIT-Partnerschaftsverträgen, Beteiligungsdokumenten und einem Zeitplan für die Gründung von Hoffmann Strategic Partners heraus. Als war vorbereitet, bis hin zu den Visitenkarten und dem Briefkopf. Ich plain das seit 18 Monaten, gab zu. In der Recherchephase habe ich MIT Vorstandsmitgliedern verschiedener Unternehmen über Angenatspotenzial in ihren Organisationen gesprochen. Name fiel immer wieder. Mir schwerten anzahlliche Möglichkeiten und Fragen im Kopf herum. Was Word aus Westfield? Was Word aus meinen laufenden Projekten? Gestalten sie ihren Übergang professionell, riete mir. Kündigen sie rechtzeitig. Schulen sie ihren Nachfolger und schließen sie ihr aktuellen Verpflichtungen ab. Wo denn die Partnerschaft 3 Wochen nach ihrem Ausscheiden bekannt geben. Das gibt ihnen Zeit,
it wage wetbewerbs verbot zu klaren, und mehr sieht, unseer strategies kunden entwicklung abzuschließen. Und diesem Abend saß ich in meinem Homeoffice und start auf die Partnerschaftsdokumenti, während Linda mir über die Schulter schaut. 22 Jahr sicherer Job oder die Chance, im IT eine Legend unserer Branche etwas Bedeutens aufzubauen. Was sagt dir dein Bauchgefühl? Fragte SIE. Das ich ist mein Leben lang beruhen wird, wenn ich es nicht versuch. Am Tag nach meiner Kündigung schickte mir Brandon ein E-Mail. Die ich in einem speziellen Ordner im IT-DEM Titel Charakterbeweis speichert. Die Betreffzahl lautet Realitätscheck, und die Nachricht war kurz und bündig. Wenn dich die Realität einholt, kriech nicht angekrochen zurück zu deinem alten Job. Die Branch ist kleiner, als du denkst. Ich antwortet nicht. Stattdessen verbracht ich die nächsten 2 Wochen damit, das zu tun, was mir mein Vater beigebracht hat. Die Arbeit ordentlich zu binden. Ich schuld mein Nachfolgerin, Sarah Mitchell, ein kluger 32-jährige Ingenieurin, die ein besser Betreuung verdient hat, als SIE unter Brandons Leitung bekommen wird. Ich dokumentiert Jed's Laufend-Projekt, ordnet die über Monat angesammelten Dateien und erstellt Übergabeleitfäden, die einen reibungslosen Ablauf in der Abteilung nach meinem Ausscheiden gewährleisten sollten. Mein Kollegen tuschelten hinter Holtner Hand in der Kaffeemasken über mein Dummheit. Am IT 49 einen sicheren Job kündigen? In dieser Wirtschaftslage? One Garantie auf ein gleichwertig Stell. Das Getuschel verfolgt mich wie ein griechischer Chair der Zweifel und Besorgnis durch die Flur. Ich ließ SIE den kennen, was SIE wollten. Es hat keinen Sinn, eine Entscheidung zu verteidigen, die ich nicht vollständig erklären konnte, wenn die Vertraulichkeitsvereinbarung zu verletzen, die William und ich unterzeichnet hatten. Lieber als leichtsinnig gelten, als unserer Marketingführungsstrategie durch vorseitig Preisgabe von Details zu gefährden. An einem Freitagnachmittag, als die meisten bereits ins Wochenende gestartet waren, räumte ich meinen Schreibtisch auf. 22 Jahre angesammelte Schreibtischaccessoires, Familienfotos und Branchenauszeichnungen passten in einen mittelgroßen Karton. Als ich in Deutsch die leeren Flur trug, wobei in den Konferenzraumen, in denen ich so viel Ideen präsentiert hat, die zu Brandons Innovation in Worden, fragte ich mich, ob ich den größten Fälle meines Berufslebens beging. Gab ich 22 Jahre Aufgeburtskapital und institutionelles Wissen für etwas auf, das wir leicht scheitern wird, bevor wir unseren ersten Kunden gewinnen konnten? Der Zweifel hielt etwa 45 Sekunden an, bevor ich mich an Williams wird bei unserem letzten Mittagessen im Sterling Club erinnert. Das größte Risiko ist nicht das Scheitern, sondern den Rest der Karriere damit zu verbringen, sich zu fragen, was hat sein können. Am Montagmorgen betrat ich die provisorischen Büros, die William in einem umgebauten Lagerhaus in der Innenstadt angemietet hat. Dort wartet ein Team von 6 erfahrenen Beratern auf Anweisungen. Bis Mittag hatten wir unser Servicemodell ausgearbeitet. Am 17. hatten wir unser ersten Kundengespräch geplant und eine Marketingstrategie entwickelt, die sich auf Ergebnis statt auf Qualifikationen konzentriert. Die Energie in diesem umgebauten Lagerhaus war unvergleichlich mit allem, was ich in der amerikanischen Geschäftswelt erlebt hat. Während weil SIE etwas Sinnvolles aufbauen wollten, nicht weil SIE nur Gehaltschecks kassierten und auf die Rand warteten. Summers 10-mal sieht Jaren werden mein Ideen nicht nur gehört, sie werden hinterfragt, werfenert und innerhalb einige Tage umgesetzt, anstatt in Ausschussitzungen und bürokratischen Versorgungen zu verschwinden. Du musst uns sehr Methodik der Automobilgruppe selbst vorstellen, sagt William zu mir, als wir uns auf unsere erste Großpräsentation vor einem Konsortium von Autoteilherstellern vorbereiteten. Sie müssen die Expertise hinter den Konzepten sehen, nicht nur davon hören. Wer ist nicht glaubwürdiger, wenn Sie es sprechen? Fragte ich und dachte an all die Male, als Brandon meine Präsentationen gehalten hatte, während ich hinten im Raum saß. Williams Gesichtsausdruck verhärtete sich, und ich erinnerte mich daran, warum er ein so beeindruckender CEO gewesen war. Haben Sie das bei Westfield gelernt? Ihre Expertise hinter dem Ruf anderer zu verstecken,
Diese Frage traf ihn härter, als er ahnte. Ich hatte mich so sehr daran gewöhnt, dass meine Beiträge heruntergespielt und umverpackt wurden, dass ich es schon als gängige Geschäftspraxis erwartet hatte. An diesem Nachmittag veränderte sich etwas Grundlegendes in mir. Ich verbrachte das Wochenende damit, unsere Präsentation zu überarbeiten und sie mit meiner eigenen Stimme, meiner Erfahrung und meinem Vertrauen in unsere gemeinsame Leistungsfähigkeit zu füllen. Als ich am darauffolgenden Dienstag die Präsentation vor der Automobilfertigungsgruppe beendet hatte, herrschte Stille, bevor sich der Gruppenleiter mit sichtlichem Interesse nach vorne beugte. Dieser systematische Ansatz ist anders als alles, was wir bisher geprüft haben, sagte er und blätterte durch unsere Angebotsunterlagen. Das Implementierungsrisiko ist beträchtlich, aber auch das Potenzial für grundlegende Verbesserungen. Mir sank das Herz, denn ich deutete seine Worte als höfliche Absage. Dann fuhr er fort: Sie haben unsere uneingeschränkte Unterstützung für ein 6-monatiges Pilotprojekt. Wann können Sie beginnen? An diesem Abend feierten William und ich mit unserem Team im Morton Steakhouse in der Innenstadt. Während um uns herum Gespräche über Kundenstrategien und Marktchancen liefen, sagte er leise: Ihr ehemaliger Chef hat mich zweimal angerufen, um ein Treffen zu vereinbaren. Mir wurde mulmig zumute. Was will er? Was Leute wie er immer wollen mit Erfolgen in Verbindung gebracht werden, zu denen sie nicht beigetragen haben. Er beobachtete meine Reaktion aufmerksam. Er weiß nicht, dass Sie die Architektin unseres systematischen Ansatzes sind, oder? Ich schüttelte den Kopf. Obwohl ich in der öffentlichen Bekanntmachung als Senior-Partner bezeichnet wurde, blieben die Details unserer Methodik für operative Exzellenz vertraulich. Nur unser Team und unsere Kunden wussten, dass der systematische Ansatz, den wir implementierten, aus Konzepten hervorgegangen war, an denen ich jahrelang gearbeitet hatte. Ideen, die Brandon immer wieder als zu komplex für die praktische Anwendung und eher akademisch als geschäftsorientiert abgetan hatte. Er wird es schon irgendwann herausfinden, warnte William. Sei auf einige interessante Gespräche gefasst. 6 Wochen nach Beginn unserer Partnerschaft verkündeten wir unseren ersten großen Kundenerfolg. Einen 1,4 Millionen $ Auftrag zur Sanierung der Abläufe bei einem angeschlagenen Automobilzulieferer. Das Auswahlverfahren war wettbewerbsorientiert und intransparent gewesen. Die Beratungsfirmen reichten Angebote ein, ohne zu wissen, wer sie bewerten würde. Als Westfield Manufacturings Angebot auf Platz 8 von 9 Einsendungen landete, war ich nicht überrascht. Ihr Ansatz zeugte von einem grundlegenden Missverständnis der operativen Prinzipien, die Brandon öffentlich als von seinem Team beherrscht bezeichnet hatte. Am nächsten Morgen klingelte um 7:30 Uhr mein Telefon. Brandons Name erschien auf dem Display. James, sagte er mit diesem vertrauten, aufgesetzten Tonfall, dem ich Misstrauen gelernt hatte. Es ist schon viel zu lange her. Ich habe versucht, Ihren neuen Partner zu erreichen. Ich war mit der Unternehmensgründung beschäftigt, erwiderte ich und versuchte, meine Stimme neutral zu halten, während mein Puls raste. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte Ihnen persönlich gratulieren, mit William Hoffmann zusammenzuarbeiten. Das ist ein ziemlicher Karrieresprung für jemanden mit Ihrer Erfahrung. Da war es wieder. Diese automatische Herablassung, dieses reflexartige Bedürfnis, sich selbst beim vorgetäuschten Lob abzuwerten. Danke, sagte ich, ohne etwas weiter zu sagen. Ich ließ ihn die Stille mit seinen eigenen Annahmen und Absichten füllen. Mir ist aufgefallen, dass unser Angebot für den Automobilauftrag nicht ausgewählt wurde, fuhr er fort, und in seiner Stimme klang diese überhebliche Art mit, die mich schon immer gestört hatte. Da muss wohl etwas schiefgelaufen sein. Unsere Einreichung erfüllte alle technischen Anforderungen. Ich holte tief Luft und erinnerte mich an Williams Rat, auch im Umgang mit Leuten, denen es an professioneller Integrität mangelte, professionell zu bleiben. Das Auswahlverfahren war völlig anonym. Brandon. Die Firmennamen wurden bei der Bewertung entfernt. Jedes Angebot wurde ausschließlich nach technischen Kriterien und praktischer Umsetzungsstrategie beurteilt. Das darauf folgende Schweigen sagte mir alles. Ihr Angebot war nicht gut genug gewesen. Nicht, weil ich das Verfahren manipuliert hätte, sondern weil Ihr Ansatz grundlegende Lücken im Verständnis von operativer Exzellenz aufzeigte. Die bittere Ironie entging mir nicht. Hätte Brandon meine Vorschläge in den letzten 18 Monaten tatsächlich umgesetzt, anstatt sie als überholt abzutun, hätte Westfield vielleicht ein konkurrenzfähiges Angebot abgeben können.
Vielleicht könnten wir uns zum Mittagessen treffen, schlug er schließlich vor. Sein Tonfall veränderte sich und klang nun verzweifelt, aber nicht mehr ganz so, als ob er Networking täte. Ich könnte Ihnen Einblicke in Ihr neues Projekt geben und meine Branchenperspektive einbringen, das ist nicht nötig, sagte ich. Aber ich schätze das Angebot. 2 Wochen später veröffentlichte Manufacturing Weekly ein Interview mit Brandon, das meinen Blutdruck in gefährliche Höhen trieb. Darin behauptete er, die Methodik für operative Exzellenz, die den Kern unserer Beratungspraxis bildete, sei in seiner Abteilung bei Westfield Manufacturing entstanden. Der grundlegende systematische Ansatz wurde unter meiner Führung NT. Verschiedene Kundenanwendungen angepasst, aber das Kernkonzept entstand aus den Prozessverbesserungsinitiativen unseres Teams im letzten Jahr. Mein Handy vibrierte ununterbrochen mit Nachrichten ehemaliger Kollegen. Einige äußerten in meinem Namen ihre Empörung. Andere fragten, ob Brandons Behauptungen irgendeine Grundlage in der Realität hätten. William leitete mir den Artikel mit einem einzigen Fragezeichen weiter und wartete auf meine Erklärung. Anstatt einen öffentlichen Streit anzuzetteln, der uns gezwungen hätte, vertrauliche Details preiszugeben, bevor wir dazu bereit waren, schlug ich etwas Eleganteres vor. Lass uns Brandon zu unserer vierteljährlichen Kundenpräsentation einladen, sagte ich zu William. Geben wir ihm eine Plattform, um seine Expertise im Bereich Operational Exzellenz Branchenkollegen zu präsentieren. William hob die Augenbrauen. Das ist entweder genial oder potenziell grausam, es ist transparent, erwiderte ich. Wenn er wirklich glaubt, dass sein Team diese Konzepte entwickelt hat, sollte er sie vor einem Saal voller Fertigungsexperten verständlich machen können. Die Einladung wurde so formuliert, dass Brandon sie nicht ablehnen konnte, ohne sein Gesicht zu verlieren. Eine Gelegenheit, als Vordenker unter regionalen Fertigungsinnovatoren Einblicke zu teilen. Er sagte innerhalb von 2 Stunden zu. Die vierteljährliche Präsentation fand im Cleveland Convention Center mit Vertretern von 45 Fertigungsunternehmen statt. Brandon kam früh, wie immer tadellos gekleidet, und mischte sich mit seinem geübten Charme unter die Anwesenden. Als er mich sah, wie ich die Teilnehmer begrüßte und die Redner vorstellte, zog er mich sichtlich verwirrt beiseite. Ich hatte nicht erwartet, Sie als Präsentator zu sehen, sagte er. Ich dachte, Sie wären für die Logistikkoordination zuständig, ich lächelte. So in etwa, bevor ich das genauer ausführen konnte, eröffnete William die Sitzung. Er begrüßte alle Anwesenden, erläuterte die Tagesordnung für die Diskussion über operative Exzellenz in der amerikanischen Fertigungsindustrie und stellte mich dann nicht nur als Seniorpartner, sondern auch als den leitenden Architekten unserer gesamten systematischen Methodik vor. James wird uns die theoretischen Grundlagen und praktischen Anwendungen erläutern, bevor wir von verschiedenen Unternehmen über ihre Implementierungserfahrungen hören, verkündete William. Brandons Gesichtsausdruck erstarrte irgendwo zwischen Schock und beginnendem Verständnis, als ich die Bühne betrat und mit meiner Präsentation begann. Ich skizzierte den systematischen Ansatz zur Identifizierung operativer Ineffizienzen, die Kosten-Nutzen-Analyse zur Priorisierung von Verbesserungen und die Change-Management-Prinzipien, die messbare Ergebnisse für unsere Kunden erzielt hatten. Als ich geendet hatte, brach der Saal in anhaltenden Applaus aus. Alle außer Brandon, der mit dem Ausdruck eines Mannes, der merkte, dass er in eine selbstgestellte Falle getappt war, auf seine Hände starrte. Anschließend berichteten Vertreter von 4 Kundenunternehmen über ihre Erfahrungen mit der Implementierung unseres Frameworks. Effizienzsteigerungen von 18 bis 32%, Kostensenkungen, die die ursprünglichen Prognosen übertrafen, höhere Mitarbeiterzufriedenheitswerte und geringere Fluktuationsraten, ein Erfolg nach dem anderen. Schließlich war Brandon an der Reihe. William stellte ihn als Vertreter eines Unternehmens vor, das an operativer Exzellenz interessiert sei, und bat ihn, Westfields Ansatz mit der Gruppe zu teilen. Langsam stand er auf und richtete seine Krawatte mit etwas zitternden Händen. Vielen Dank für die Gelegenheit, begann er. Seine Stimme klang nicht so bestimmt wie sonst. Wie ich bereits in Interviews erwähnt habe, gibt es viele Parallelen zwischen diesem systematischen Ansatz und der Arbeit, die unser Team entwickelt hat. Ein Raunen ging durch den Raum, als erfahrene Führungskräfte aus der Fertigungsindustrie die offensichtlichen Ausflüchte und das Zurückrudern erkannten. Brandon fuhr fort, die Skepsis spürend und um die Situation zu entschärfen.
Heute bin ich mehr daran interessiert zu erfahren, wie wir diese bewährten Methoden an unsere spezifischen operativen Herausforderungen anpassen können, und da tat ich etwas, was ich nicht geplant hatte. Ich hob die Hand und sprach mit der ruhigen Autorität, die echte Expertise und nicht bloß vorgetäuschte Glaubwürdigkeit mit sich bringt. Brandon, ich wäre sehr daran interessiert, mehr über das von Ihrem Team entwickelte operative Rahmenwerk zu erfahren. Könnten Sie uns die wichtigsten Elemente erläutern und erklären, wie sie sich von unserer heutigen Präsentation unterscheiden? Stille breitete sich im Raum aus. 45 Fachkräfte aus der Fertigungsindustrie wandten ihre Blicke zwischen uns hin und her, während Brandons selbstsichere Fassade in Sekundenschnelle zusammenbrach. Er räusperte sich, justierte seine Uhr und blickte sich im Raum um, auf der Suche nach einem Verbündeten, den es nicht gab. Was folgte, waren 3 Minuten professionelles Herumstottern, die mir fast leid taten. Brandon stammelte vage Aussagen über systematische Prozessoptimierung und Effizienzsteigerungsprotokolle und vermied dabei sorgfältig jegliche konkrete Behauptungen, die er hätte verteidigen müssen. Mit jeder Ausweichbewegung schwand seine Glaubwürdigkeit sichtbar. Das Publikum, erfahrene Führungskräfte, die Substanz von Verkaufsargumenten unterscheiden konnten, fühlte sich sichtlich unwohl dabei, einem so offensichtlich unvorbereiteten Mann zuzusehen, der versuchte, Konzepte zu erläutern, die er ganz offensichtlich nicht verstand. Schließlich kam William mit dem Moment ins Spiel, der Brandons Ruf in unserer Branche für die kommenden Jahre prägen sollte. Während Brandon seine Gedanken sammelte, sagte er und klickte auf seiner Fernbedienung, um eine neue Folie einzubinden, möchte ich der Gruppe einige Hintergrundinformationen geben. Auf dem Bildschirm erschien eine Zeitleiste, die die Entwicklung unserer Methodik für operative Exzellenz dokumentierte, darunter datierte Aufzeichnungen von Konzeptsitzungen, Testimplementierungen und Kundenergebnissen. Jeder Eintrag ließ sich auf dokumentierte Arbeit zurückführen, die ich in den letzten 3 Jahren geleistet hatte. Diese Zeitleiste zeigt die tatsächliche Entwicklung unseres Ansatzes, fuhr William fort, einschließlich der Recherchen, die ich bei der Suche nach potenziellen Partnern durchgeführt habe. Teil dieses Prozesses war es, mit Vorstandsmitgliedern verschiedener Unternehmen über ungenutztes Potenzial in ihren Organisationen zu sprechen. Mir stockte der Atem, als mir klar wurde, was als nächstes kommen würde. Vorstandsmitglied Patricia Wu von Westfield Manufacturing war besonders hilfreich. Sie nannte Beispiele für innovative Vorschläge, die wiederholt eingereicht, aber nie umgesetzt worden waren, Vorschläge, die genau die Art von systematischem Denken aufwiesen, die wir suchten. Auf dem Bildschirm erschienen Kopien meiner ursprünglichen Vorschläge zur Verbesserung der Betriebsabläufe an Brandon, komplett mit seinen abweisenden Kommentaren am Rand. Kommentare wie zu akademisch für die Praxis und zeigt ein Missverständnis der Budgetrealitäten wurden als unpassend empfunden. Genau diese Konzepte bildeten das Rückgrat unserer erfolgreichen Beratungspraxis und erzielten messbare Ergebnisse für Kunden in der gesamten Region. Brandons Gesicht lief rot an. Diese Dokumente waren interne Firmenunterlagen, in der Tat, stimmte William zu. Was ihre jüngsten öffentlichen Äußerungen sowohl ethisch als auch rechtlich besonders problematisch macht. Die Präsentation endete kurz darauf mit Brandons überstürztem Abgang, der niemanden täuschte. Während die Teilnehmer ihre Unterlagen zusammenpackten und Visitenkarten austauschten, kam William auf mich zu und sagte etwas, das wie eine Entschuldigung klang. Ich hätte Sie vorwarnen sollen, dass ich diese Zeitleiste präsentieren würde, sagte er. Warum haben Sie es nicht getan? Fragte ich. Weil ich sehen wollte, wie Sie reagieren würden, wenn er erneut versuchen würde, sich die Lorbeeren zuzuschreiben. Sie haben Transparenz der persönlichen Rache vorgezogen. Das bestätigte alles, was ich über Ihren Charakter wusste. 6 Monate nach meinem Ausscheiden war Hoffmann Strategic Partners profitabel, wuchs und leistete einen wichtigen Beitrag zur amerikanischen Fertigungsindustrie. Unternehmen in der gesamten Region implementierten unser Rahmenwerk für operative Exzellenz und erzielten messbare Verbesserungen in Effizienz, Kostenkontrolle und Mitarbeiterzufriedenheit. Gestern erhielt ich eine LinkedIn-Nachricht, die nun gerahmt auf meinem Schreibtisch steht. Sie stammte von einem 53-jährigen Betriebsleiter aus Detroit, der in der Industrie Week über unser Unternehmen gelesen hatte. Endlich, schrieb er, jemand, der beweist, dass Erfahrung immer wichtiger ist als Qualifikationen. 1 Jahr später sitze ich in meinem Eckbüro mit Blick auf die Innenstadt von Cleveland und sehe zu, wie unser 15. Kunde seine Vertragsverlängerung unterzeichnet.
Die ständigen Gedanken an Altersdiskriminierung und Herabsetzung am Arbeitsplatz, die mich früher ständig beschäftigten, sind etwas gewichen, dessen Existenz ich schon fast vergessen hatte. Echter, professioneller Respekt, verdient durch Ergebnisse und nicht durch Politik. Unser Team besteht mittlerweile aus 12 erfahrenen Experten, die jeweils jahrzehntelange Praxiserfahrung in der Lösung komplexer operativer Herausforderungen mitbringen. Graue Haare und Lesebrillen sind in unserem Büro keine Zeichen von Verfall, sie sind Auszeichnungen für Expertise, die Kunden schätzen und die unsere Konkurrenz abzuwerben versucht. Manchmal ist die beste Rache nicht die Zerstörung des Gegners. Es geht darum, etwas so viel Besseres aufzubauen, dass ihre Sabotageversuche bedeutungslos werden. Manchmal geht es beim Gewinnen nicht um Rache, sondern darum zu beweisen, dass alles, was sie einem abgesprochen haben, nicht nur falsch war, sondern im Vergleich zu dem, was man tatsächlich erreichen kann, lächerlich unbedeutend. Erfahrung ist nicht veraltet. Sie ist unersetzlich. Und mit 49 Jahren stehe ich erst am Anfang.